Mahlzeit. Männers. Mahlzeit, die Dame natürlich auch. Wir sprechen ja alle Formen von Geschlechtern hier Ah, an. hör auf, das lass mal. Jetzt habe ich echt 13 Minuten gepennt. Ich hab von dem Kai Green Leg Day habe ich nicht viel mitbekommen. Das ist ja fast schon oldschool. 12 Jahre. Ja, aber das habe ich mir damals so reingezogen, als es rauskam. Das war Kai Green in seinem roten Muscle Mats Hoodie, der gefühlt kein Gewicht bewegt hat, aber abartig aussah. Morgen war noch, hier sieht man noch die Blutspuren an meinem Unterarm. Ja. Waren die Jungs da von IV Trips und haben mir eine Infusion gelegt. Das ist auch immer ziemlich geil, hat ziemlich viele Vorteile. Und ja, ich bin richtig im Vorbereitungstunnel angekommen. Wir trainieren heute wieder mit Dennis. Zwar steht Push auf dem Programm, aber da Dennis mir jetzt frühzeitig schon gesagt hat, der verspätet sich ein bisschen, können wir jetzt auf jeden Fall entspannt aufstehen und dann den Weg ins Studio bestreiten. Brauchst du Hilfe beim Aufstehen? Oder ja, das schaffe ich gerade noch selber. Reispudding für danach und mein Reis am Mount für den heutigen Tag daneben. Ja, heute Push-Training. Ich glaube, du könntest heute einen guten Booster gebrauchen. Ich habe mein Espresso getrunken und mit Stimulantien will ich jetzt nicht. Ich habe mir so vorgenommen, so lange wie es geht, wirklich nur noch in Ausnahmefällen so 1- bis 2-mal die Woche meinen Crank Olympia zu nehmen, der mich dann richtig aus den Latschen tritt. Aber ich schreibe gerade auch schon mit Stefan, vielleicht wäre es mal nötig, 2 Tage zu resten. Da die Trainingseinheiten, wie ihr es gesehen habt, schon immer extrem intensiv sind. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, eruieren wir mal. Wir gehen von einem Tag in den anderen. Der lyrische Boss heute. Eruieren. Eruieren, das sagen die Science-Based Leute immer, deswegen muss ich mich ja auch cool anhören, sonst glaubt mir ja keiner. Wenn ich sage, Alter, ich bin im Arsch, ich glaube, ich muss chillen. Nee. Okay, das heißt, wir fahren rüber. Wir fahren rüber. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich einen Weinschrank habe. Sollen wir Hammer Incline oder? Wir machen so wie letztes Mal, aber ich mache bei der Smith-Maschine, weiche ich dann aus auf die Kurzhandeln oder du sagst, du hast Bock auf Kurzhandel drücken, dann lässt du die weg. Aber ich kann die nicht machen, du hast gesehen, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Kurzhandel im Walker-Style dann. Ja, so richtig. Wir haben doch gesagt, bei den Stärken machen wir nichts mehr Blödsinniges. Das Ding ist halt, ich habe dann immer wieder William Bonecks Worte im Kopf, der gesagt hat, Junge, mach die Stärken noch stärker, trainier deine Waden 3-mal die Woche. Ja, der hat halt gesagt, du max alles aus, was geht, aber stimmt schon im Endeffekt. Aber ich selber will ja immer so ein perfektes Bild erschaffen von dem, wie ich aussehen will, weißt du. Du ja auch. Du bist ja auch sehr drauf auf Balance getrimmt so und. Ich habe ja gestern schon zu dir gesagt, wir haben nur noch eigentlich einen Tag so, wo wir unsere Stärken machen, alles andere ist eigentlich nur auf Schwachstellen und auf... So soll es auch sein, Bro. Weil im Endeffekt, man will ja ein geiles Gesamtpaket erschaffen, das ist so mein Ding vom Bodybuilding. Man muss natürlich immer seine Stärken spielen auf der Bühne oder wenn man sich vorbereitet, so wenn man ein Freak ist, so von Natur aus und irgendwelche freaky Bodyparts hat, ja, wie, keine Ahnung, ein Rubiel die Beine oder so, dann macht es vielleicht doch Sinn, diesen Freak-Faktor noch mehr auszuspielen. So muss jeder halt gucken, klassenspezifisch, körperspezifisch, in welche Richtung man das lenkt. Und das ist ja auch das Geile am Bodybuilding, oder? Du kannst dich selbst kreieren, wie du das möchtest. Und das ist schon geil, weil so man entwickelt dann nach, keine Ahnung, 4, 5 Jahren so die ersten Schwachstellen. Davor, sorry, auch Leute, wenn ihr mir Updates von euch schickt und sagt so, ich trainiere 1, 2 Jahre, ich finde Schulter ist meine Schwachstelle. Da ist alles noch eine Schwachstelle. Das ist auch völlig legitim, war bei uns beiden genauso. Dementsprechend
irgendwann nach ein paar Trainingsjahren kristallisieren sich dann Schwachstellen raus und dann kann man so gezielt sagen, hey, okay, jetzt arbeitet man gezielt an denen, um möglichst geiles, schönes Gesamtpaket zu kreieren. Ah, hast du es angeguckt, was ich dir geschickt habe in Instagram? Apropos Aesthetics? People, we're rushing too much to put on so much muscle. Aesthetics always win. Aesthetics wins. It's always wins. Always it's always going to. And that's just the Vielleicht nicht Aesthetics always win so, Aber er hat schon recht in dem, was er so... Aber für mich auf jeden Fall. Ist ja auch wieder ein Sport, der, ja, wo jeder ein anderes... Es gibt ja welche, die Freaks lieben und es gibt Leute, die wie mich, die jetzt immer einen Flex Wheeler, einen Sean Ray und so extrem gefeiert haben, die einfach... Sean Roden. Oder Sean Roden dann auch später, ja, die einfach ein geiles... wo du dir denkst, wow, in seinen jungen Jahren, bei 2010. Auch krank. Trotzdem kann man nicht jemanden kopieren so und die Formel von jemandem nehmen und sagen, hey, man macht es genauso wie der und sieht dann auch genauso aus. Und das ist auch immer spannend. Du musst trotzdem deinen eigenen Weg finden, deinen für dich optimalen Körper zu erschaffen. So. Und ist ja auch total komisch. Ich war immer auf Ästhetik ausgelegt, aber habe immer so trainiert wie so ein Dorian Yates. Weißt du so, und das hat mir halt diesen Körper gebracht, aber andere, die trainieren dann wie Jay und machen 30 Sätze Brust, 50 Sätze Rücken oder so und entwickeln dann wiederum einen ganz anderen Körper. So. Ich find's mega spannend eigentlich und geil und im Endeffekt führen viele Wege nach Rom. Stefan hat mir auf jeden Fall schon auf den Deckel gegeben. Der hat auch gesehen, was wir für eine Scheiße machen. Das war heftiger Bullshit. Im positiven Sinne, aber hat gesagt, jetzt guck halt nicht, dass Dennis dir noch 4 hilft, sondern noch 1 oder 2 mit Hilfe und dann ist gut. Weil ich habe mich mit dem Studio hier schon ein bisschen, der schreibt wieder, egal, ich habe mich schon ein bisschen in so ein kleines Loch reingeprügelt, haben wir jetzt beide festgestellt. Dennis ist ja im letzten Video, habe ich ja gesagt, ist krankheitsbedingt ausgefallen mal eine Woche. Hatte dann noch Erholung, aber ich habe, seit ich den Laden hier habe, nur durchtrainiert. Und wir haben ja gestern drüber geredet und über die Maschinen und so. Und ich glaube halt, wir treffen jetzt jeden Muskel noch kranker, noch präziser, dass es noch viel mehr Reiz ist auf der Muskulatur. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Bunker oder in anderen Studios so ein Gerät trainiert habe, wo ich gut spüre, aber nicht so wie hier, Alter. Nicht so, wo jede Wiederholung einfach ein Guss ist oder mit den D-Handles, weißt du, am Kabel, mit damit. Und man muss ja eins sagen, man hat ja auch den Luxus, oder ich zumindest, wir können hier trainieren, wir haben niemanden da, nur ich und er, wir können Musik hören, das macht schon viel aus, so 100%. Keiner geht mal einen auf den Sack. Wir haben da unsere kleine Höhle, für die wir uns für 2-3 Stunden verkriechen können und können machen, was wir wollen. So, wir können uns pushen, wir können uns anschreien, wir können alles machen hier. Keiner kommt her, sagt was oder... Du weißt ja, wie es ist in öffentlichen Studios. Du hast mir auch schon 100-mal geschrieben, Dicker, wie kannst du überhaupt in so einem Studio trainieren? Und jetzt, hier ist natürlich für mich ist jetzt der größte Luxus überhaupt so, sage ich dir. Bin auch dankbar, dass ich hier Bro, gern. Mikasa ist Sukasa, sage ich immer. Glück ist nur so schön, wenn man es erteilt. Deswegen trainieren wir jetzt wieder. In diesem Sinne greifen wir an und lassen alle anderen machen, was sie wollen. Ich habe dank Alice den Modus hier, ich schalte dann immer von Work auf Nicht stören. Ich sag's euch, das verändert auch euer Training. Aber irgendwie, liebe Grüße an alle meine Freunde, Geschäftspartner oder sonst was, kommt ihr immer auf die Idee, mich im Training anzurufen. Da kenne ich nochmal einen, der dann auch öfters mal 3-4 Mal angerufen wird im Training. Aber das hast du jetzt auch mittlerweile gut abgestellt. Gut im Griff. Gut. Ab und zu noch gibt es einen Ausrutscher. Aber ey, mit dem Modus, das ist krass. Weil dann geht man auch gar nicht ran. Das Handy leuchtet nicht auf.
Aber da haben wir auch schon das ein oder andere Mal die Alice ausgesperrt. Ja, das stimmt. Da lief in den Rammstein, Alter, und ich hab daheim, durfte ich mir was anhören. Warum macht ihr das Stimmt nicht auf? Aber das war sogar am Jahrestag, oder was? Oder so. zu viele Details, Bruder. Ja, zu viele Details. Gutes Set von Boris und dann geht's los hier. Weißt schon. Die Invaliden. Der Trizeps ist echt so ein Muskel, muss ich dir sagen. Da mag ich echt so mehr so 10 bis 12 im Wiederholungsbereich. Habe ich auch gemerkt. Ich habe ja letzte Woche einen schweren gemacht. Ich denke mir scheiß auf den. Wenn du diese 6 bis 8 so mit Ach und Krach, wenn ich 12 gut mache mit Kontraktion, pumpt sich übelst auf. Aber Pumpe ist doch nicht der mechanische Faktor für Muskelwachstum. Komm wieder bei, Power. Komm. Oh. Das ist der Techno-Bunker, ja. Techno oder Techno, wer weiß. Komm. Ja. Sehr gut. Man sieht es richtig arbeiten. Ist gut, gell, mit der zweiteiligen Bewegung. Irgendwie kommt es mir so vor, dass sich der Trizeps dann irgendwie so bei der nicht nur das, der aktiviert sich besser hier. Weißt du, was ich meine? Voll. Deswegen, wo du gestern gesagt hast, bei der Überzugmaschine hast du nur Trizepsmuskelkater bekommen. Und das sagen viele. Warum? Weil der Trizeps ja sein Ursprung oder Ansatz, ich weiß gerade nicht, ist auch scheißegal, aber hier hinten hat. Und deswegen hat man mit der Bewegung eben sozusagen eine zweigeteilte Bewegung und hat halt extrem geilen Reiz. Ich muss aber sagen, ich finde, glaube ich, nur richtig geil am Seilzug. So mit einer normalen SZ würde ich die, glaube ich, gar nicht feiern. Habe ich früher viel gemacht, fand ich auch immer geil. Also French Press, aber wenn man dann halt echt stark wird, so, dann geht schon auf den Ellbogen. Weil du hast halt so Scherkräfte, die sind nicht so geil. Vor allem wenn man dann noch so eng greift und der hier macht, das mag halt dein Ellbogen nicht so sehr. Ja. Ab geht's. Jawohl. Sehr gut. Schön. Langsam mal runter, nicht so nach unten wippen. Ja, kontrollieren hier auch. In diesen Mittelbewegungen. Hier. Ja. Sehr gut. Helf! Ja, ich bin da hier hinten. Komm. Jawohl. Komm. Hoch. Okay. Ah. Und schon wieder hin. Farbe. Von Spaghetti zu ein bisschen dickere Pasta. Ja. Langsam wird's Penne. Ja, langsam wird's Penne wieder. Was ist dein Favorite, Penne oder Spaghetti? Penne, weil ich kann's löffeln. Jetzt mal abgesehen vom Bodybuilding-Film. Nee, was schmeckt dir besser? Guck mal wieder, er ist so richtig Bodybuilder, wie am Buch steht. Was geht besser rein? Das kann ich löffeln. Ja, ich muss es mich doch so fragen. Du, bei dir ist es scheißegal, so viel wie du fressen kannst, Alter. Kann ich in den Mixer hauen, gell? Das geht rein. Was der fressen kann, würde ich gar nicht wissen, ist abnormal. Ich glaube, ohne Scheiß, wenn die Diät vorbei ist, ich mach mal deine Wettessen und ich wette mit dir jetzt, ich sag 200 € Urs gewinnt gegen jeden, wo er macht. Jetzt natürlich nicht gegen so einen Fettsack-Ami, wo das professionell macht, aber die, wo so auch
dich herausgefordert haben? So, ja, ich glaube mit dem einzigen, mit dem so spannend wird, ist mit Arda, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Wobei, ja, kommt immer auf die Phase an, aber ich glaube, wenn mein Magen geweitet ist und so, dann... Du hast richtig Hunger. Ja, also Leonidas, sorry an der Stelle, aber das hat der, glaube ich, schon ein bisschen gemerkt, weil wir ein paar Stunden verbracht haben, dass da einiges reinfliegen kann. Aber die Leute wollten es und die Leute kriegen es auch. Ich habe schon mit Leon gesprochen, aber jetzt müssen wir erstmal die Vorbereitung über die Bühne bringen. Fleiß mit viel Fleiß. Das heißt, Trizeps ist durch, jetzt wieder an die Brust. Ja, Brust, wo wir den Trizeps auch noch mal ein bisschen mitnehmen, gerade bei den drückenden Sachen. Aber das ist gerade immer unsere Routine. Ja. Gut, man muss ja bei uns sagen, wir haben ja echt das Glück, dass unsere Körper so ziemlich gleiche Schwachstellen und Stärken haben. Ja. Deswegen können wir das so machen, wie wir das vorhin nicht zugehört, der hat keine Schwachstellen. Ach, schon. Mit dem Penis auf jeden Fall als größte Schwachstelle ist bei uns beiden auf jeden Fall nicht mehr zu helfen, aber die Brust, da gibt es schlechtere. Dementsprechend ja, haben wir die natürlich in der Priorität. Wie jetzt das Fachjargon sagen würde, wir machen eigentlich einen Reverse Push Day. Oh, jetzt aber. Weil wir jetzt fängt schon mal an. Nicht ganz, weil wir Schultern trotzdem am Ende machen. Weißt du, aber wenn wir nicht Push ist ja so Brust, Schulter, Trizeps. Und wir machen Trizeps, Brust, Schulter. Also das Ganze reversed. So würde ich es jetzt nennen, wenn ich den Leuten irgendwas verkaufen würde. Das ist immer so geil, sich das Setup aufzubauen. Da geht man schon halb rein ins Geschehen. Und ich denke hier nur an meine Ellbogen tatsächlich. Also ich will, dass nur meine Ellbogen zusammenkommen und man das nachvollziehen kann. Also wenn ich jetzt das Ziel hätte, mit den Händen zusammenzukommen, würde ich so machen. Aber das wollen wir hier nicht. Wir wollen, die Hände sind scheißegal, wir gehen eigentlich nur mit den Ellbogen zusammen. Hat bei mir auch nochmal einen richtig kranken Schub gebracht. Weiter. Du hast die Power, komm jetzt. Jawohl, nicht aufgeben. Bleib drin. Schön. Komm. Geht noch. Komm. Und jetzt 10 Sekunden. Stretch. 9, 8, 7, 6, weiter aufmachen. 5, ja, 4, 3, 2, 1. Okay. Fuck, Mann! Oh, Mann, ist das ein Scheiß, tut das weh, ey. Das tut mir echt nicht weh. Dafür sind wir da. Ja, wir machen hier jetzt als erste Übung für Brust sozusagen ein Opener, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir öffnen hier richtig schön die Brust, die Pforte zur Brust, dann lassen da schön Blut reinkommen. Und ja, machen hier Fliegende am Kabel mit diesem Setup, was auch behindertengerecht ist. Ne, man muss sagen, Dennis macht da so ein bisschen abgewandelte Version, so eine Fly Press eher fast schon. Seht ihr dann ja, weil ich glaube wegen der Schulter du nicht komplett geöffnet das machen kannst. Aber ja, muss sagen, es fühlt sich sehr gut an. Vor allem können wir dann die Last bei den drückenden Sachen reduzieren, weil wir beide ziemlich stark sind, was Brust angeht, würde ich jetzt schon sagen. Und ja, dann da an der Incline Press vielleicht 5 Scheiben benutzen müssen und nicht 7 oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass wir dann nicht mit 2 Scheiben darum drücken, aber wir auf jeden Fall das Gewicht stark reduzieren können, hier trotzdem geilen Reiz setzen können. Brust ist eigentlich das Einfachste der Welt zu trainieren. Hab eine schräge Geschichte drin, hab was Fliegendes drin, eigentlich reicht es schon. Mach nochmal was leicht Schräges oder was Flaches und dann hast du, wie gesagt, da alles abgearbeitet. Um eine stabile Brust zu kriegen, ist bei mir seit Jahren eigentlich
unverändertes Programm. Kann man ja mal 2 oder 3 Jahre zurückgehen auf der YouTube-Page. Davor aber auf jeden Fall bei dem Video ein Like da lassen. Dennis auf Insta rein folgen. Den YouTube-Kanal auch abonnieren. Denn viele, die zuschauen, haben nicht abonniert. Und ja, das kostet nichts und tut auf jeden Fall, oder wie Bernd sagen würde, schmeckt gut und kostet nichts. In dem Fall hier auf jeden Fall nicht, außer in der Off-Season. Aber kostet nichts und kriegt man einen guten Pump von, habe ich gehört. Fuck. Oh. Und fühlt sich die Brust schon geöffnet an? Auf jeden Fall nicht nur geöffnet, sondern mein Freund auseinandergerissen. Gerade diese 10 Sekunden in der gedehnten Position halten, probiert's aus und denkt jede Sekunde an den Bären von den 10 Sekunden und verteufelt mich. Könnt ihr ruhig machen, aber die Brust wird es euch danken. Dennis macht noch einen mit mehr Wiederholung. Auf, Kopf hoch. Jawohl. Weiter. Komm. Geht. Okay. Halt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Sehr gut. Ah. Oh, Super. das habe ich nicht vermisst. Nur, dass ich reinkomme. Ja. Also ich schlupfe. Ja, ich weiß, das ist Dennis Reinhold, wie ich den vor 6 Jahren das erste Mal kennengelernt habe oder gesehen habe. Ne, 2016 habe ich den das erste Mal gesehen, aber dann 2017, 18 erste Insta-Clips, genau die Übung. Und dann musste der Trainingspartner immer so hingehen und dann hat er immer gesagt, ja, jetzt. Und dann muss man auf der Hälfte halten, dann schlupfst du so runter, geht in seine Position und dann drückt er das so, Alter. Ich lieb's und jetzt darf ich selber machen. 1, 2. Warte. Okay, lass los. Auf. Yes. Jawohl. Ja. Komm. 4. Auf. Hoch. 5. Ja. Geht. Push. Ja. Sehr gut. Mir fehlen da noch jetzt so 10 Kilo an meinem Körpergewicht, wo ich vorher war. Und wenn ich die noch nicht drauf habe und ich drücke meinen Ellbogen raus, dann fährt mir da immer das Mäusle hoch. Hast du das schon mal gehabt? Klar. Das ist. Die Norddeutschen jetzt mal erklären, was das Mäusle ist. Aber wissen die das gar nicht? Was Ja, ist noch? Mäusle? Ja, Digga, das schaut ja nicht nur Baden-Württemberg, die Videos. Aber was soll ich sagen? Kennt ihr das, wenn man so seinen Ellbogen ganz stark gegen was haut, dann ist da so ein Blitzschmerz nach oben. Und ja, wenn man Jetzt mit frage dem. ich mich, sorry, dass ich unterbreche, jetzt frage ich mich, wie der Englisch-Übersetzer das Mäusle übersetzen wird. Wie viele Platten sollen es werden? 5? Ja, ich glaube zwar 6 würden auch gehen, aber mit 5 richtig schön arbeiten. 2 Sätze. Von 5 auf 6 ist schlimm. Das habe ich ja auch mal. Das 5 auf 6, das hat mich schon ein Jahr gekostet. So, bis ich es sauber drücken konnte. Jetzt halt nicht irgendwie drücken. Schon so gut gedrückt. Das ist immer wichtig dazu zu sagen. Irgendwie drücken und ich will ja auch nicht so. Ich drücke schon explosiv, aber ich drücke aus meinem Muskel raus. Explosiv kann man natürlich viel mehr Last bewegen, aber das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja nicht irgendwie
also ich zumindest will nicht von A nach B das Gewicht einfach nur irgendwie bewegen, sondern ich will es mit meinem Muskel und mit meiner vollen Kontrolle bewegen. Time under tension zählt im Bodybuilding. Ja, schon. Aber auch nicht nur das, ich habe auch meine Zeit nicht unter Spannung, aber trotzdem habe ich die Kontrolle. Das ist das Wichtige. Focus. Ja. Und ab. Schön. Kopf hoch, bleib in der Brust drin, genau. Schön. Weiter. Ja. Komm. Noch eine. Ab. Ja. Oh. Heute ist so ein Tag in Lego City. Hat der Markus hinter der Kamera, der Ehrenmann, auch schon bemerkt. Hält mir die Kamera ins Gesicht und da kommt, wenn überhaupt, kommt noch irgendeine Scheiße raus. Aber es ist auch wieder schön zu sehen, dass man auch regenerativ an seine Grenzen kommt. Und deswegen man auch schon seit über 6 Jahren, schmeiß weg, Dennis. Dennis hat auch schon einen Schwächeanfall bekommen. Nee, dass ich mit Stefan so lange schon zusammenarbeite, dass der auch einfach spürt, übers Handy hinweg tatsächlich, dass ich, dass ich Pause brauche, und zwar 2 Restdays. Und wir dann gucken, was Sache ist. Und das ist krass. Deswegen, du bist ja auch kein Coach-Hopper. Also, du machst auch kein Coach-Hopping. Nee. Und der Dennis, muss man auch sagen, der kennt seinen Körper so gut. Das ist auch faszinierend zu sehen. Weil, gut, ich habe auch noch nie mit einem anderen Profi richtig lang zusammen trainiert. Und da merkt man dann schon, hey, auch andere machen sich Gedanken über ihren eigenen Körper und so. Und du hast mir da auch echt viel Input gegeben, muss ich sagen. Gerade auch Präventivverletzungen, den ganzen Rotz und so. Danke dir dafür, Mann. Das schon ein paar Verletzungen mehr durch wie du. Ja. Leider. Leider. Will ich nicht tauschen mit dir, aber das ist ein guter Austausch. Das ist ein guter Austausch immer so. Das Wichtige ist, dass man einen Weg findet, wie man es trotzdem trainieren kann. Wie man trotzdem. Motherfucker-Mindset, was du hast. Ja. Weil, ey, wenn ich 3 Schrauben im Knie hätte, Alter, hätte ich gesagt, Leute. Zock World of Warcraft. Ja. Wir machen auf jeden Fall Seitheben auf Hüfthöhe am Kabel. Das ist ganz wichtig, ganz um wichtig. den vollen Stretch unten reinzukriegen, weil mit Kurzhanteln kann man gar keine Schulter aufbauen. Was? So unmöglich. Da ist die Spannungskurve, geht doch gar nicht, Alter. Und noch gar keine Spannung, nur oben und dann ist es ganz schwer oben, Alter. Und ganz wichtig, das Teil, diesen Kaff hier hin machen, aber immer was in den Händen halten, weil es sonst wieder irgendein nervenfalsches Signal gibt und man die Schulter nicht treffen könnte. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Soll ich dir mal ganz ehrlich sagen, welche Übung ich eigentlich voll gefeiert habe und eigentlich immer gemacht, ganz am Anfang, bevor es noch nicht so war, das war sitzendes Seitenheben. Ja, klar, das war mein Brot und Butter. Das habe ich immer gemacht. Und weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich habe immer angefangen wie der Coleman, 25 Reps, 20 Reps, 15 Reps, 12 Reps, 10 Reps. Beste. Das habe ich gemacht. Und ganz am Ende habe ich sogar, wenn ich ganz verrückt war, liebe Grüße an meinen ältesten Bruder, haben wir auch so Pyramide gemacht. Wir haben einmal Pyramide von 1 bis 10 hoch und runter dreht ihr die ganze Zeit. Ja, wie so Esel, Alter, so 120 Wiederholungen und dann hat es so gebrannt, dann sind wir nach Hause gegangen. Bist gewachsen? Ja, irgendwie hat es funktioniert. Was findest du, sind bei dir Anzeichen, dass du merkst, okay, ich bin mit meinen regenerativen Kapazitäten
komme ich nicht hinterher. Weil man sagt ja, sorry, ganz gleich, man sagt ja immer, mach so viel Volumen, wie du regenerieren kannst. Aber ich habe, glaube ich, 12 Jahre gebraucht, um zu merken, hey, jetzt fahre ich mich gegen eine Wand. Wenn ich jetzt so weitermache, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, wird es nicht besser, es wird nur schlechter. Ich habe mehr Entzündung im Körper, ich schlafe nicht mehr richtig und ich bin nicht mehr leistungsfähig und bin nicht mehr frisch. Was sind bei dir die Anzeichen? Also ganz schlecht schlafen, mehrere Male gar nicht in die Tiefschlafphase kommen, mehrere Male aufstehen und pissen, so ganz extrem in der Nacht. Meistens ist, wenn der Körper gestresst ist, hast du auch keinen ausgeglichenen Wasserhaushalt mehr. Du pischst in der Nacht voll viel und über den Tag über pischst du gar nicht so viel. Und weißt du, der Gewichtunterschied, wenn du bevor du ins Bett gehst und morgens, ist so voll der krasse Unterschied. Dann ist dein System nicht richtig in Einklang. Dann muss ich sagen, gut, bei mir, ich fühle das, ich weiß nicht, ob du das, dass ich so gar keinen Hunger habe. Also ich habe ja schon keinen Hunger, aber mir ist so, wenn ich nur an Essen denke, ist mir schlecht dann. Und, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe dann libidomäßig gar keinen Bock auf gar nichts mehr. Kein Porno, nichts mehr. 100%. Also Porno sollte man eh nicht schauen, meiner Meinung nach, ganz wichtig, muss man auch mal sagen, Digga. Ist nicht gut für euer Dopamin. Geht lieber auf die Jagd und holt euch in Real Life. Aber ich muss auch sagen, libido-technisch geht da nichts mehr. Und auch der Bock, die Libido aufs Training. Dieser Bock, wie vor 2 Wochen so, Alter Dennis, morgen, also heute schon zu denken, morgen Beine, hauen wir so aus dem Leben. Ich denke eher so, Alter, scheiße, später noch eine Runde spazieren, das wird schon asozial genug. Und deswegen, das ist so, finde ich auch wichtig für die Leute, dass die mal so wissen, ey, das sind Warnsignale. Und dann heißt's, ich verpacke das gerade nicht, was ich mache, und muss entweder einen Pausetag mehr einlegen oder muss mal gucken, dass man langfristig dann vielleicht das Volumen oder so anpasst oder nicht mehr so 5, 6 V-Straps macht, also erzwungene Wiederholungen, sondern so ein bisschen einfach intelligenter die Sache löst. Gut, wir machen Kurzhantelrücken. Was ich wir haben ja schon mal gesagt, am meisten merke ich, wenn ich eine Pause gehabt habe bei Brust. Komisch, was da die Stärke eigentlich ist. Nee, krafttechnisch immer. Finde ich, bei allen Drückübungen geht es auch in der Diät. Wenn man Kraft verliert, dann da zuerst. Finde ich immer. Hast schon recht, ja. Und ab. Ja. Sehr gut. Schön. Super. Ja. Weiter. Geht. Come on. Oh. Ja. Ja. Quality. Und ab. Ja. Geht. Komm, letzter. Feuer. Komm. Hold you. Geht. Rück. Jawohl. Komm, eine.
Aber bleib dran, Gerd. Okay. Abschluss haben wir noch Seitheben und dann melde ich mich erstmal für 2 Tage Urlaub an. Ich hole einen gelben Zettel oder wie sagt man, gelben Schein und dann geht's mit neuer Kraft in den nächsten Push, sprich die Kalorien werden dann wahrscheinlich angepasst. Wir schalten in den nächsten Gang. Hoch damit. Jawohl. Weiter. Ich bin da. Ja. 3, 2. Hoch. 1. Ja. Ja. Power up. Hier lang. Ja. Bam. Ja. Weiter. 5. Vom Power. Danach ist Ferien angesagt. Ich mache noch einen Kurzhantel. High Rep für Ronny. Okay. Oh, sehr geil. Batterieflüssigkeit. Das war's. Trizep, Brust und Schulter aus dem Aesthetic Atelier. Wir sind durch. Ich melde mich ab für 2 Tage. Wir sind im Urlaub. Bruder, wie immer. Ich muss doch Beine machen. Geile Session. Du ziehst Beine durch. Ciao und bis zum nächsten Mal. Trainiert hart, gibt Gas im Training und habt Spaß bei der Sache. Mehr gibt's, würde ich sagen, nicht mehr hinzuzufügen. Von mir hat sich langsam aber sicher das Blut aus dem Gehirn verabschiedet und jetzt ist es an der Zeit, die Schnauze zu halten.